Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelstube. Und mit Bastelstube meine ich eigentlich mein Wohnzimmer. Heute bauen wir zusammen einen Paravent. Raumtrenner. Wir bauen diesen Raumtrenner, um den Raumklang in unserem Wohnzimmer ein bisschen zu verbessern. Und ich habe mir gedacht so, hey, warum einen Raumtrenner kaufen? Den kann ich doch selber bauen. Und im Folgenden seht ihr jetzt das Ergebnis dieses Anfalls von Wahnsinn. Also erstmal zur Planung. Meine Idee war, 3 Module aus Holzrahmen zu bauen. Dabei werden 2 kurze und 2 lange Holzleisten zu Rahmen zusammengefügt, die anschließend mit Leinenstoff bezogen und mit Scharnieren miteinander verbunden werden sollen. Das heißt, meine Materialien bestehen aus einem Tacker für die Stoffbefestigung, diversen Arten von Schrauben, Winkeln für die Holzrahmen, einer super nützlichen Bonus-Peggy, Scharnieren, um die Module zu verbinden, 6 Holzleisten mit 2 Metern Länge und last but not least dem Stoff, mit dem ich die Module beziehen möchte. Und damit geht's auch schon los mit der Bastelphase. Als erstes steht auf dem Plan, die 2 Meter langen Holzleisten in 2 Stücke zu zersägen. Man beachte hier die hervorragende Sägeform, die wir sehen können. Sicherheit wird bei uns in der Bastelstube ganz groß geschrieben. Nach dem Sägen erhalten wir also ein längeres Stück mit 1,70 Meter Länge und ein kürzeres Stück, das 30 cm misst. Aus den neu entstandenen Teilstücken bauen wir anschließend unsere Panelrahmen. Dabei werden jeweils ein langes und ein kurzes Stück mithilfe der Winkel zu einer Hälfte eines Rahmens verbunden. Wir erhalten also insgesamt 6 hölzerne Ls. Die Rahmenhälften werden dann mit einer großen Schraube zu einem rechteckigen Panel verbunden. Um zu verhindern, dass die Leisten durch die Schrauben gespalten werden, habe ich die Löcher für die Schrauben vorgebohrt und die Schrauben schon einmal eingedreht. So musste ich am Ende die Schrauben nämlich nur in die Kopf- und Fußleisten des gegenüberliegenden Rahmenstücks eindrehen, um die 2 Rahmenhälften miteinander zu verbinden. Nachdem wir nun 3 stabile und mehr oder weniger gerade Holzpaneele erhalten haben, geht es nun an die Füße des Raumtrenners. Dafür habe ich extra Möbelfüße bestellt, die einfach durch Löcher in den Fußleisten der Paneele mit gewünschter Höhe eingeschraubt werden können. Hier sehen wir auch Kubas offizielle Bewerbung für ein Profil auf Wikifeed und können gleichzeitig mein Talent im Bohren bewundern. Sieht gut aus. Läuft. Jo, sieht gut aus. Finde ich auch. Weiter geht's mit dem Bespannen der Paneele. Und hier hören wir die akustische Manifestation meiner Rückenschmerzen. Okay. Ich wollte die beiden Seiten des Raumtrenners mit unterschiedlichen Farben beziehen und habe mich für einen ungefärbten und einen blauen Leinenstoff entschieden. Wie viel Stoff ich brauchen würde, habe ich im Voraus so Pi mal Daumen geschätzt. Ich empfehle euch allerdings lieber richtig zu messen und euch gut vorzubereiten. Meistens schadet es nicht, etwas mehr Stoff zu bestellen und ich spreche das jetzt mal dem puren Glück zu, dass mir der Stoff tatsächlich gereicht hat. Ich sage euch ganz ehrlich, das Tackern und Spannen ging ganz schön in die Finger. Nach jedem bespannten Panel hatte ich die Gelenkschmerzen einer Rentnerin. Neben den Fingerstrapazen hat sich das Tackern auch als eine Herausforderung für die Psyche herausgestellt. Entschuldigung, können die Tackernadeln bitte gerade reingehen?
Ich krieg Herzrasen nur vom Zuschauen. Die Kopf- und Fußenden der Paneele haben sich auch als eine ordentliche Herausforderung herausgestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist mir auch erst richtig klar geworden, dass ich die ganzen Tackernadeln und Nähte des Paravent irgendwie verstecken muss. Aber zunächst einmal hat der Kuba mir geholfen, die Paneele mithilfe der Scharniere endlich zu einem Ganzen zusammenzufügen. Dabei haben wir die Paneele auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge und auch ganz bestimmt mit Absicht, wie hier zu sehen, zusammengefügt. War natürlich vollkommen der Plan, dass ein Paneel um 180 Grad gedreht ist. Und ihr könnt mir nicht das Gegenteil beweisen. Im letzten Schritt verstecken wir unsere unschöne Arbeit, weil ich das mit dem sauber und schön arbeiten noch ein bisschen üben muss. Also los geht's mit Heißkleber und Stoffband. Jede Naht und jede Klammer muss verschwinden. Und damit sind wir nach ungefähr einer Woche Arbeit und viel zu vielen kleinen Nervenzusammenbrüchen bei der Enthüllung des Projekts angekommen. Tada! Der Raumtrenner ist vielleicht jetzt nicht der schönste, aber ich bin stolz auf mein Werk und er erfüllt seinen Zweck. Für den Bastelspaß vergebe ich 4 von 5 Tackern. Für den Aufwand vergebe ich 5 von 5 schmerzenden Händen. Was ich sonst noch gelernt habe, ist, wer gerade Leisten haben möchte, muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also mehr Geld für Holz auszugeben, lohnt sich am Ende. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.